Zugeschaltet Manfred Weber, Partei- und Fraktionsvorsitzender der EVP. Willkommen bei Welt, Herr Weber. Außer milliardenschwerer militärischer Unterstützung momentan für die Ukraine, wo ist eigentlich Europa in Sachen Frieden, Waffenstillstand, Waffenruhe? Ja, Europa unterstützt jedes Gespräch, das stattfindet und will auch Frieden, genauso wie die Ukraine diesen Frieden will. Aber die letzten Entwicklungen zeigen uns ja in aller Deutlichkeit, Zelensky war bereit für einen umfassenden, sehr umfassenden Waffenstillstand und Putin nicht. Das ist doch die Realität der letzten Tage. Und das muss doch jetzt jedem die Augen öffnen. Dieser Krieg existiert nur, weil Wladimir Putin ein anderes Land besetzen will, weil er das okkupieren will, weil er zurück will in imperiales Denken, wo aus Moskau heraus andere Länder regiert werden. Dieses Denken hatten wir eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa beendet. Wir haben Freundschaften geschlossen, Partnerschaften geschlossen, Grenzen wurden weniger wichtig in der Europäischen Union. Und Putin hat das alte Denken des Imperiums wieder zurückgebracht. Das ist die Natur dieses Krieges. Und deswegen ist für uns Europäer klar, selbst wenn Amerika ausfällt, wir stehen an der Seite der Ukraine und wollen das auch kompensieren, was eventuell aus Amerika nicht mehr an Unterstützung kommt. Herr Weber, Sie haben ja auch gerade gesagt, das muss einem die Augen öffnen. Das hat man in den letzten Wochen in Europa auch gesehen, dass man die Gefahr noch mal ganz anders eingeschätzt hat, sich selber ja auch neu positionieren möchte. Eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur. Wie kann die aber aussehen bei Mitgliedstaaten, die doch sehr unterschiedliche Ansichten dazu haben, wie gefährlich Russland tatsächlich sein könnte? Ja, es gibt Debatten in der Europäischen Union über die Ukraine-Hilfe. Sie wissen, dass dort Ungarn, Viktor Orban, unser schwarzes Schaf ist, wenn ich so sagen darf. Er ist blockiert, oft auch aus egoistischen Gründen, weil er für Ungarn was rauspressen will. Dann oft die Beschlüsse, die alle anderen Staaten unterstützen. Da haben wir einen Diskurs und eine Debatte. Allerdings bei der Verteidigungsfähigkeit gibt es keine Debatte. Da ist auch Ungarn mit dabei. Die gesamte Europäische Union weiß jetzt, dass wir uns wieder bewaffnen müssen. Übrigens mit einem wichtigen Ziel, das die Grundlage der europäischen Idee war, nämlich Frieden sichern. Es geht ja nicht um Krieg führen, sondern es geht um Frieden sichern. Aber in der heutigen Zeit heißt eben Frieden sichern und so stark zu machen, dass keiner uns herausfordert. Dieser Kontinent muss in 5 Jahren in der Lage sein, sich eigenständig zu verteidigen. Das ist das Ziel, das wir haben. Und das ist das, was jetzt hoch auf der Agenda steht. Deswegen unterstützen wir auch die Vorschläge der Kommission von Ursula von der Leyen für die 800 Milliarden. Aber wir müssen uns überlegen, wie wir sie effizient ausgeben, die Gelder. Das ist jetzt im Mittelpunkt. Herr Weber, nun wird ja in Brüssel auch darüber nachgedacht, Truppen in die Ukraine zur Absicherung eines Friedensabkommens zu entsenden. Wer wird sich daran überhaupt beteiligen? Wer soll diese Truppen befehligen? Wer hat da die Oberverantwortung? Gibt es da schon Grundrisse auch dieser Sicherheitsarchitektur, zumindest für die Ukraine? Die Gespräche laufen, auch übrigens mit Einbindung oder auch unter Führung, mit starker Beteiligung unserer britischen Freunde. Das heißt, wir gehen über die Europäische Union hinaus. Europa findet auch wieder einen Weg, mit Großbritannien sich zu engagieren und das Brexit-Kapitel abzuschließen, weil auch Großbritannien bei Verteidigung hohes Interesse daran hat, in Europa Partner zu haben, um unseren Kontinent gemeinsam Frieden zu sichern und zu verteidigen. Und bei der Fragestellung, wie wir in der Ukraine eine Friedensmission organisieren, werbe ich dafür, jetzt den Schritt hin zu europäischen Strukturen zu machen. Wenn die Soldaten, die dort tätig sind, die Soldatinnen zukünftig nicht ihre nationale Flagge auf der Uniform haben, sondern die Europafahne auf der Uniform haben, wenn wir gemeinsam dort präsent sind, ist das ein ganz anderes Bild, auch für uns Deutsche zum Beispiel vor dem Hintergrund unserer Geschichte, dass eben Deutsche dort nicht Dienst tun mit der deutschen Fahne, sondern mit der europäischen Fahne, dass wir gemeinsam in der Ukraine Verantwortung übernehmen. Und jeder weiß, angesichts der Entwicklung der letzten Jahrzehnte, die Ukrainer sagen ja, der Krieg hat 2014 schon begonnen, als die Krim besetzt worden ist, als zum ersten Mal die Russen Landgrenzen, Staatsgrenzen mit militärischer Gewalt verschoben haben. Also wenn man sich die längere Geschichte dieses Konflikts anschaut, dann steht im Mittelpunkt nicht nur der Waffenstillstand kurzfristig, sondern die Frage, wie schaut eine nachhaltige Sicherheitsarchitektur aus? Und die geht nur, wenn Europa gemeinsam in der Ukraine Verantwortung übernimmt und jedem Aggressor deutlich macht, wenn du dich mit der Ukraine anlegst, dann legst du dich mit uns allen an. Lassen Sie uns ganz kurz noch auf die deutsche Rolle schauen. Sie haben angesprochen, Großbritannien nicht mal in der EU, aber trotzdem jetzt gerade in Europa einer der wichtigsten Player, zusammen auch mit Frankreich. Deutschland jetzt gerade in einem Regierungswechsel. Olaf Scholz vertritt das Land noch, ist aber abgewählt. Friedrich Merz noch mitten in Koalitionsverhandlungen. Also an diesem wichtigen Punkt sind wir da einfach nicht wirklich dabei? Deutschland ist eine zentrale Stimme in der Europäischen Union und die deutsche Stimme wird auch erwartet in diesem Kreis.
Ich erlebe Friedrich Merz bereits jetzt extrem engagiert. Diese Woche war er ja beim Abendessen mit Emmanuel Macron auch beisammen in Berlin. Er engagiert sich auch in den Formaten der Europäischen Volkspartei, wo wir fast die Hälfte der Staats- und Regierungschefs in unserer Familie haben. Und da erlebe ich ihn als jemand, der einen deutschen Beitrag leisten will, der engagiert ist, aber der auch viel zuhört, also einen Konsens sucht. Das ist die Rolle, die wir Deutschen haben. Natürlich ist eine Übergangsphase, das weiß auch jeder in Europa, wo wir derzeit in den Koalitionsgesprächen sind. Aber die Zukunft ist klar, sie wird in der Hand von Friedrich Merz liegen als neuen deutschen Kanzler. Und deshalb liegt da bei ihm viel Verantwortung. Jetzt geht es darum, den Rahmen vorzubereiten und dann gemeinsam wirklich entschieden zu reagieren. Die ganze Entwicklung ist ein Weckruf für uns Europäer. Entweder wir übernehmen unsere Verantwortung, unser Schicksal in die eigenen Hände oder wir bleiben Spielball von Moskau, Peking und Washington. Und das will ich nicht. Manfred Weber, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich.